Hallo und herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Ich habe mich ja noch gar nicht richtig gemeldet im neuen Jahr, also alles Gute fürs neue Jahr auch von meiner Seite. Und jetzt starte ich wieder mit einem Schnitzvideo. Es geht um eine kleine Figurengruppe, die habe ich schon so vor Weihnachten begonnen und dann über die Ferien praktisch fertig gemacht. Ich habe jetzt ein bisschen länger eine Pause gemacht, weil die letzten 3 Jahre doch irgendwie sehr intensiv waren und so war es jetzt mal Zeit, mal ein bisschen längeren Schnitt zu machen und eine Pause einzulegen. Aber jetzt zeige ich gerne dieses Video. Das habe ich also für mich selber gemacht. Das will ich auch privat verschenken. Das ist jetzt nicht an irgendjemanden gekoppelt und ich werde das wahrscheinlich auch noch bemalen. Das steht jetzt da drüben. Ich sehe es von hier aus und verschenke das wahrscheinlich an jemanden, den ich mag oder für den das gut passen könnte. Ist ja so eine kleine, sehr volkstümliche, bisschen kitschige Arbeit vielleicht. Aber das Prinzip soll doch hier auch was vermitteln, wie ich diese kleinen Figuren so ein bisschen angegangen bin. Und von dem ganzen Motiv kann man sich natürlich was abschauen. Oder wenn du irgendwie Anregungen suchst, so für das Schnitzen in der Hand, so nach Feierabend, ist das, denke ich, eine sehr schöne Arbeit. Also mich hat es entspannt und irgendwie glücklich gemacht, auch wenn das jetzt nicht die Arbeit der Arbeiten ist. Aber ja, es soll ja so ein bisschen Freude machen und genau, man sucht halt nach etwas, was einem so ein bisschen entspannt. Dafür könnte das wirklich was Gutes sein. So wünsche ich jetzt allen viel Spaß beim Zuschauen erst einmal. Und wenn du dich noch interessierst, was ich so letztes Jahr erlebt habe oder was ich so für Ziele habe oder wo ich hin möchte, dann werde ich noch ein anderes Video aufnehmen, so mit Rückblick und Ausblick in das neue Jahr. Also das kannst du dir gerne angucken, das ist dann aber nur ein Labervideo. Jetzt aber viel Spaß beim Schnitzen. Ich habe eine schöne kleine Idee und zwar habe ich hier schon diesen Baum geschnitzt, einfach mal so aus Lust und Laune. Der ist ganz normal vorgedrechselt, wie ich das schon mal gemacht habe. So schön bogenförmig hier, diese Etagen da reingestochen. So wirkt das Ganze dann baumartig recht schnell, wenn man das dann versetzt schnitzt und mit dem Hohleisen diese Äste so ein bisschen imitiert und dann auch noch hier unten reinsticht. Dann sieht das so aus, als ob das so wirklich runterhängt und für meine Begriffe sieht das immer ganz okay aus. Auf jeden Fall ist das Zirbelkiefer so ein kleines Brettchen und da habe ich mir gedacht, das wird jetzt ein schönes Weihnachtsgeschenk. Da kommt hier irgendwie der Rupprich hin und dann noch so 2 Kinder, die zu den Geschenken wollen. Habe ich schon mal so eine Skizze gemacht hier. Aber die Skizze ist noch ein bisschen zu mickrig, noch nicht so ganz passend. Auf jeden Fall soll der Rupprich, der wird ungefähr 5 cm werden. Das Kind dann entsprechend so 3 oder 3,5 cm. Das läuft auf den Rupprich zu. Das dreht sich mit dem Gesicht, also es läuft dahin, aber es soll sich so noch zurückdrehen und wie als ob es die anderen ruft, so ungefähr. So, nach meiner wüsten Zeicheneinlage, also solange ich noch erkenne, was hier gemeint ist ja gut, habe ich nun doch noch ein paar schöne kleine Schablonen mir rausgeschnippelt. Lasse ich einfach noch ein bisschen mehr dran, dass das vielleicht noch ein bisschen Spielraum habt. Das will ich jetzt auf jeden Fall aussägen. Ich habe ja schon mal das Video gemacht, wo ich nur aus dem Block rausschnitze und dann nehme ich auf jeden Fall hier so ein bisschen längeres, kann auch noch länger sein, Stück Holz, Abfallstück Zirbelkiefer, sehr schön speckig, weich für das kleine Zeug. Auf jeden Fall ganz gut geeignet. Ich säge das einfach ein bisschen grob aus. Das brauche ich auch auf jeden Fall zum Anpacken mit dieser riesigen Säge, weil ich jetzt noch keine kleine habe. Vielleicht gönne ich mir mal eine. So eine feine Säge kann man hier auch natürlich sehr elegant aussägen. Kann man sogar diese kleine Rundung darstellen mit der richtigen Säge. Das kann ich auch nur empfehlen. Also wer das wirklich optimieren will, da würde ich die Figur mehrmals zeichnen, ganz genau machen und mir die schönste Schablone erstellen, die irgend möglich ist. Genau aussägen, vielleicht auch sogar von der Gegenseite. Bei den kleinen ist das sehr, sehr wichtig, weil man da einfach extrem viel Zeit verlieren kann, gerade wenn man jetzt mehrere davon schnitzen will. Die kann man ja auch nur eigentlich aussägen. Fräsen, das wäre jetzt eigentlich völlig übertrieben. Da bräuchte man ja auch erstmal die Maschine dafür. Ja, und dann werde ich dann hier in der Breite, Stärke, also da sollten 2 cm, 2,5 cm sollten hier eigentlich dicke reichen.
bin jetzt hier also an der Figur. Das wird die kleine Figur, die also auf den Rupprich zugehen soll. Das ist reichlich schwierig, das Ganze zu filmen, weil ich das gerne in der Hand schnitzen möchte. Das ist jetzt so ein Fun-Projekt und ich habe keine Lust, das aufzuspannen. Ich mache mir erstmal eine Mittellinie, weil ich davon ab dann zum Beispiel entscheiden kann, wo hört mein Bein auf. Ja. Brauche ich dann gar nicht mehr lange nachdenken. Das vordere Bein hier soll weg. Dann mache ich eben hier jetzt einen Strich hoch zu. Hier lasse ich so ein bisschen die Jacke. Natürlich darf ich den Arm nicht vergessen. Die lasse ich ganz außen stehen, die Hände hier, so weit wie das Material eben ist. Sie möglichst weit aufgehen. Die Figur entsprechend dünn und klein schnippel. Also ich sehe, ich kann jetzt auch hier Breite aufzeichnen. Der Körper ist ja wirklich, wir reden hier von so einem Körper ungefähr. Viel brauche ich da nicht lassen. Wenn ich es dicker lasse, dann ist es, weil die Jacke sich aufplustert. Ja, das stilisiere ich. Die Ohren werde ich nicht darstellen. Da sind einfach nur Haare. Zeichne hier die Mütze ein bisschen auf. So. Ich denke, auch so sieht man das ein bisschen. Nehme ich hier wieder mein wundervolles Rosenmesser und lege diese Figur so an. Also ohne dass ich hier den Schnitt rüber rausschieße, kann ich hier wundervoll kontrolliert über den Daumen einfach hochhebeln. Hinten habe ich ja hier diesen schönen Rücken, ja, der mir gut in der Hand liegt. Hier hinten, das ist so ein bisschen verlängert, kommt vorne raus. Und hier so schön hoch. Das Messer habe ich nochmal schön nachpoliert. Das wird dann zwar rund, man sieht ja, dass das totpoliert ist, mehr oder weniger, dieses Messer. Aber es wird trotzdem scharf, weil es nimmt geringfügig Material weg von der Schneide. Das Messer ist so rund, dass ich hier wundervoll um die Kurve schneiden kann, ohne dass das in irgendeiner Form meine Schneide tangiert. Ja. Also das habe ich auch beim Raushauen schon immer wieder mal gemerkt. Das Polieren, das ist eine tolle Sache für so manchen Arbeitsschritt. Nicht immer. Man kann damit auch Eisen sprichwörtlich ruinieren, also so Geißfüße. Da sollte man vorsichtig sein mit Polieren. Idealerweise nur von außen polieren. Dass man diese Kante da unten, diese Ecke, diese Direktheit erhält, sie nicht rund schwabbelt. Weil das ja auf die Dauer nun doch ein bisschen Material wegnimmt. Auch am Stahl. Ja, gut, jetzt mache ich aber die Figur hier hinten gleich mal ein bisschen enger, dass sie nicht zu fett wird. Die wird ja dann zum Schluss vom Sockel getrennt. Also das habe ich wirklich nur, diesen Sockel, dass ich hier noch greifen kann, weil mir das sonst zu mickrig ist. Ach, ich will halt ein bisschen schnippeln einfach und das ist jetzt hier so Feierabendproduktion. Ich sitze halt hier noch, habe jetzt gerade mal ein bisschen Urlaub und wegen dieser ganzen Corona-Geschichte nichts zu tun. Sonst hätte ich auch gerne was anderes gemacht. So. Schneide das bis zur Mittellinie runter. Zeichne mir wieder auf. Hier Jacke, Arm. Kommt da alles langsam rein. Ich auch vorsichtig mal hier einen Schnitt setzen. Kann man auch schön mit so einem Hohleisen toll anlegen jetzt. Jacke.
Bein. Ja, also wirklich, da muss man sehr dünn schnitzen. Sieht man erstmal, wie viel zu dick das alles ist. Ja, manche Kundschaft, auch wenn die jetzt sowas haben wollten, die kippen dann natürlich aus den Latschen, ne? Wenn man sagt, ja, so eine kleine 3 cm Figur. Die dachten vielleicht so an 20 € und du sagst 200. Das wäre natürlich brutal. Nee, also sowas mache ich auch gar nicht eigentlich auf Auftrag. Ja. Das ist unbezahlbar. Aber das Holz hier, es geht mega. Also was für ein geiles Holz, wirklich. Also ich weiß, früher waren nur irgendwelche Pferde geil. Heute ist alles geil. Aber es ist wirklich geil. Also Entschuldigung, es ist so cool, dieses Holz. Es ist so fast wie Pappe, also so leicht, aber es lässt sich so gut schnitzen. Egal in welche Richtung, ob ich jetzt hier quer schnitze, es wird arschglatt oder im Hirnholz, es geht wie Butter. Auch so für Details und so, mega. Weil ich kenne ja einige, das Deetz-Zentrum in Liechtenstein. Also da ist eine einzigartige Ausstellung für Holzbildhauerei. Ich glaube die größte auch weltweit oder zumindest in Europa. Gesammelte Holzbildhauerwerke. Ich war da 2-3 Mal drin. Und da gibt es so ein Schachspiel. Ich glaube, das war damals, ich weiß nicht, wo es jetzt, ob es da noch steht. Ziemlich am Anfang der Ausstellung, glaube ich sogar. Ich hoffe, das stimmt. Aber so meine Erinnerung. Und da waren Gesichter auch so in der Größe, so kleine Büsten aus Zirbelkiefer geschnitzt. Und hatte auch die Maserung so gesehen. Und der gleiche Farbton, alles genauso. Kernholz, kein Splint. Und die waren mit einer Präzision und akkurat geschnitzt. Wirklich der Wahnsinn. Und da habe ich sofort gesehen, also dieses Holz, das hat Potenzial. Das ist richtig mega. Klar, mit Linde wird es auch gehen, aber das hier, das hat noch einen ganz anderen Pfiff irgendwie, weil das sieht ja schon richtig brillant aus, wenn ich es einfach nur perfekt, also perfekt geht natürlich nicht, aber wenn ich sauber steche, ne? Sieht das ja schon mal mega aus. Da ist die Linde schon noch einiges langweiliger. Aber auch in den Details, ne, das Eisen muss lediglich scharf sein. Also dann kannst du auch querschneiden, alles Mögliche. Richtig krasses Holz. Meine letzte Corona-Figur, wo ich so ein kleines Männchen hier geschnippelt habe, habe ich übrigens verkauft. Also vielen Dank.
einen edlen Käufer aus NRW. Mich sehr gefreut. Eine kleine Corona-Unterstützung. So, wieder beginne ich mit den Worten, es wird immer schwieriger zu filmen. Ich darf sie jetzt wirklich nur noch in der ganz engen Zone bewegen. Wir sind also im ganz harten Schnitzfigur Lockdown. Bloß keine Bewegung. Ja, so. Oben steche ich ein, damit sichere ich ab. Von unten schneide ich dann vorsichtig ran. Dadurch kommt die Nase raus. Ganz minimal. Kleiner Absatz. Dadurch bereite ich gleich den höchsten Punkt vom Mund vor. Ich zur Nase hin ein bisschen reinschnitze. So, und hier oben, wo die Augen kommen, da mache ich einfach nur so einen Schnitt hier. Ja, ich muss das erstmal ganz vorsichtig anfangen. Jetzt nehme ich hier so ein Hohleisen, schneide das raus. So. Und da werde ich dann nur noch beim Anmalen vorsichtig einen schwarzen Punkt. Mehr kann man ja fast schon nicht machen. Ja, es ist wirklich sehr minimalistisch. Also in der Nahaufnahme sieht das immer blöd aus. Ich habe schon Nahaufnahmen von meinen Arbeiten später gesehen. Was mir auch Leute dann zugeschickt haben, sah immer blöd aus. Schnitzerei muss irgendwie gut präsentiert werden. Und so im menschlichen Auge irgendwie in diesem Sichtfeld bleiben. So, dann habe ich hier ein bisschen einen blöden Schnitt gemacht, aber es muss eh weg. So. Okay. So. Ja, also diese Fläche hier oben. Ich muss den Winkel so gut finden, dass wenn sie da steht, ich noch die Fläche ein bisschen erkennen kann. Ah ja, das ist hier schwierig. Also dass der Winkel nicht zu steil ist, ja. Auch wenn ich es anmal, sieht man jetzt auf jeden Fall den. Ich habe hier so einen kleinen Unterschied drin. Ja, so. Okay. Ein bisschen angedeutet. Mega kompliziert.
fällt langsam auf, dass hier eine Maserung zu sehen ist. Das ist hier nicht gut. Was schon störend. Hier dieses mini kleine Ding hier. So, und jetzt ziehe ich ja noch ein bisschen in den Mund rein. So, einfach ein bisschen lächeln. Ich sehe kaum noch was. Ich glaube, ich muss mir eine Lupe besorgen. Ich weiß, dass ich eigentlich nicht tiefer muss, aber ich sehe keinen richtigen Schnitt. Ist das kompliziert. So, also ein bisschen sehe ich den Mund irgendwie. Sieht ein bisschen primitiv aus, aber ich kann das Kinn hier nicht so richtig bearbeiten. Da müsste eigentlich nochmal ein Absatz zwischen Mund und Kinn. Das ist hier völlig undenkbar. Also querschneiden möchte ich da jetzt nicht. Mit der Größe. So. Also wenn ich es jetzt noch weiter mache, dann muss ich die ganze Figur wesentlich besser machen. Und so funktioniert sie halbwegs. Also diese Details hier funktionieren in der Größe nur noch mit scharfem Stich. Das beschränkt natürlich auch die ganze Form. So. Okay. Gut. Ja, das sieht wirklich aus wie eine Maske. Hat sich schon eingebrannt. Wenn er jetzt diesen Schnitt nicht hätte, wäre es wie eine Maske. Ja, wie will ich das denn hier hinbekommen? Ist hier irgendwie nochmal. Wahrscheinlich ist es auch, weil er einfach bis zu den Ohren grinst. Ohne Unterbrechung. Dass ich hier nochmal ein bisschen abgrenzen muss. So. Naja, gut.
So. Naja, schön ist was anderes, aber warum mache ich immer so kleines Zeug? Naja, gut, so. Jetzt kriegt ihr hier noch provisorisch ein paar Haare. Ist natürlich nur ein Kratzer, aber stilisiert. Ich mich mal besser um Haare kümmern, wenn ich an meine Büste zurückdenke. Mensch, da habe ich jedes Haarbüschel einzeln ausgearbeitet. Hier einfach nur. So. Habe ich tausendmal so gesagt, aber jetzt ist gut. Naja. Das sieht aus wie ein Zombie, aber es ist halt so. Ich bin am Rupprich angelangt. Den werde ich jetzt hier mal ein bisschen anlegen. Ich habe das auch von der Seite hier nochmal ausgesägt. Einfach nur hier etwas weggenommen. Wenn es schneller geht, bin ich immer dankbar und zufrieden. Ich nehme halt ein scharfes Schnitzmesser. Lasse das hier so schön eingleiten. Und versuche auch mal, so weit wie es geht, damit zu arbeiten. Wenn ich jetzt natürlich irgendwo in einem Zwischenraum mal ein bisschen was wegarbeiten will, um da einen klareren Eindruck zu gewinnen, muss ich irgendwann einen Hohlbohrer nehmen oder ein schönes Hohleisen. Stich 8 oder sowas. Geht ja auch noch gut, um da was wegzunehmen. Ich unterstütze das halt mit dem linken Daumen. Ich bin Rechtshänder. Wenn ich das andersrum mache, also da, ja gut. Ich weiß, wie das System funktioniert. Es geht genauso. Es ist jetzt egal, ob man Rechts- oder Linkshänder ist. Ich würde das immer mit dem Daumen so ein bisschen unterstützen, dass ich eben nicht übers Ziel hinausstoße und auch so ein bisschen hebeln hier mit diesem Griff. Das habe ich schon ein paar Mal ja, darauf hingewiesen und gesagt, dass das hilfreich ist. Und wenn ich, das ist jetzt wieder die nächste Technik, dass ich hier so den Daumen ansetze und dann aus der Kraft der Hand schnitze. Ich kann auch so ein bisschen diesen Hohlschnitt hier machen, was ich sonst mit dem Hohlbohrer machen würde. Wenn ich zum Körper hin arbeite, dann den Daumen verbindlich ansetzen. Gut aufpassen, dass er nicht wegrutscht nach unten. Kann ich auch nochmal mit dem linken absichern. Und dann tue ich nur die Hand bewegen, ja, dass das so ein bisschen nach unten geht, aber jetzt nicht so hinschneiden, weil wenn das außer Kontrolle gerät, naja, dann
könnte das halt problematisch werden. So. Gut, das muss ich nicht alles weiter dokumentieren, sprachlich, sondern das kann man sich ja weiter anschauen. Ich mache das jetzt hier rund, lege halt die Hände an, seht zu, dass ich schön dünn werde im Bereich der Gliedmaßen und dann auch die ganze Figur allmählich schön klein bekomme. Das habe ich ja schon vor einem Jahr begonnen. Und von daher gucke ich jetzt nochmal auf die Zeichnung. Habe ich hier in meinem Karton auch das Bild. Ja, okay, der soll so Fausthandschuhe haben. Also hier ist er in der Mitte. Fausthandschuhe, die eine Hand geht hier ran. Hier kommt eine Glocke ran und Bart darf ich nicht vergessen und wegschneiden. Das muss ich mir auch gleich mal markieren, dass hier auf jeden Fall noch schöner Bart hinkommt. Ich bin jetzt ein Stückchen weiter gekommen, habe das etwas ausgearbeitet. Auf jeden Fall muss man bei den Händen hier zum Beispiel diese Flächen immer schön schaffen. Also sprich hier diese Knöchelkante und hier vorne, wo dann die Hand entsteht. Das ist ja hier wie so eine Fläche und wenn ich es jetzt hier halte, hier oben ist wieder eine andere Fläche. Also da entsteht ein deutlicher Knick. Das könnte man auch auf den Daumen und auf die andere Ebene beziehen. Also von dieser oberen Seite und von der Seite. Das könnte man dann bei einer großen Hand so aussägen. Jetzt habe ich also diese groben Formen hier zugeschnitten, dass ich praktisch hier was weggenommen habe. Dadurch entsteht der Kopf, ja, dass ich diese ganzen Formen für sich genommen relativ einfach mal angelegt und ausgearbeitet habe. Und jetzt komme ich halt an die Details ran. Das bedeutet, ich schneide hier ein paar schöne Falten in den Sack, mache hier oben so ein paar Geschenke, die mache ich eben schön flächig und einfach. Und jetzt eben auch hier das Gesicht. Da habe ich mein Eisen schön scharf gehalten. Das ist hier so ein Hohleisen Stich 9. Da schneide ich eben links und rechts auch bei der Nase was weg. Ich mache das in dem Sinne nicht wirklich plastisch, sondern bei so einer kleinen Figur muss es ein bisschen schneller gehen. Dann wird das Auge eben zu einer Fläche runter stilisiert. Vielleicht haben das einige mal beobachtet, wenn man so große Büsten oder sowas, Bildhauer sowas machen, dann kann man eben auch das Auge hier oben wie als so eine halbrunde Fläche anlegen, dass sich darin das ganze plastische Auge verbirgt, ebenso als Hilfsfläche für die Anlage. Natürlich ist es jetzt auf die kleine Figur bezogen etwas überzogen, das gleich mit so einer Büste zu vergleichen, aber die Schritte sind ja doch sehr, sehr ähnlich. Also da merkt man, wie nah das alles beieinander ist. Dass dann vielleicht auch eine größere Arbeit am Ende kein Hexenwerk ist, weil der Bildhauer sich eben lang genug mit dem ganzen Prozess auseinandergesetzt hat, wie er nun an die Formen herankommt. Und da geht es eben mit diesen kleinen Arbeiten los und natürlich auch im Modellieren hat man ja diese ganzen Schritte auch mit drin, beziehungsweise man kann sie seitenverkehrt praktisch durchexerzieren oder positiv und negativ. Bei Fotos hat man das ja auch, dass man praktisch, wenn man die Tiefen umkehrt, ich jetzt richtig gesagt habe, die Tiefen umkehrt, dann sieht man praktisch alles negativ und wenn man sie hochzieht, dann sieht man es positiv. Und also das Modellieren oder Zeichnen hilft eben auch diese
Abläufe irgendwie drauf zu bekommen, um das dann bei der eigentlichen Bildhauerarbeit durchzuführen. Dankeschön, dass du mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, gib mir hier gerne auch einen Daumen nach oben. Schreib gerne in die Kommentare, was du mitgenommen hast, was du gut fandest, was dir Anregungen gegeben hat. Dann freue ich mich über dein Feedback da unten in den Kommentaren, das zu lesen. Danke für alle Rückmeldungen, die ich auch immer wieder... Danke für alle Rückmeldungen, die ich auch immer wieder erhalte. Dann kann ich das natürlich gut einschätzen, was ankommt, was nicht, was ich besser nicht mache oder ja, wo ich vielleicht Schwerpunkte weiterlegen sollte. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir alles Gute für dein neues Jahr und dass du viel Neues ausprobieren kannst und lass dich darauf ein, Neues zu wagen und Neues zu probieren. Vielleicht nicht immer nur kleine Figuren schnitzen, auch mal Reliefs oder wenn du nur Reliefs schnitzt, dann vielleicht auch mal kleine Figuren schnitzen und so würde ich das mal angehen. Ja, wenn es jetzt mein Hobby wäre, das ein bisschen zu verbreitern, dass man da auch mal Neues ausprobiert oder neue Werkzeuge und so weiter. Also, dass man die eigenen Fähigkeiten so ein bisschen an die Grenzen treibt, um ja, so ein bisschen Wachstum zu erfahren, dass das Ganze noch besser wird, hoffe ich, für dich. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum Wiedersehen. Mach's gut und ciao.